ich schon ganz oft überlegt habe aufzuhören. Hallo, ich bin's wieder, eure Mom. Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Boom! Hi Leute, 10 Jahre YouTube, oh mein Gott. 10 Jahre voller Kreativität, aber auch Zweifel und Druck. Heute erfahrt ihr, wie herausfordernd dieser Weg für mich war und ist und wie das Ganze meine mentale Gesundheit beeinflusst hat. Leute, ich glaube, es wird kein einfaches Video. Und vielleicht lernt ihr mich so ein bisschen von so einer anderen Seite kennen, die ihr noch nicht kennt. Also es hört sich jetzt sehr deep an, aber ich weiß nicht so ganz, wo ich anfangen soll jetzt, weil ich wollte auch eigentlich ein ganz anderes Video machen. Sorry Leute. Aber um ehrlich zu sein, ich hatte nicht so wirklich die Motivation dafür. Und dann habe ich meine YouTube-App geöffnet und ich habe gesehen, danke YouTube für diese Inspiration für das Video hier, dass ich jetzt 10 Jahre auf YouTube bin und dass es mein 10-jähriges Jubiläum ist. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Und es ist einfach ein ganzes Jahrzehnt. Das ist mehr als die Hälfte meines Lebens jetzt schon gerade quasi. Also ich bin jetzt gerade 17 und 10 Jahre, das ist schon echt viel. Also wir haben unser Bestes gegeben. Und da ich das mit 7 angefangen habe, da, wenn ich das Leuten erzähle, dann gucken die auch so ein bisschen komisch und denken so, hä, wie, du hast mit 7 mit YouTube angefangen, was hast du da gepostet? Dann zu machen, braucht ihr ein bisschen schwarzen Glitter heute. Und jetzt bin ich halt hier. Oh mein Gott. Und ich habe quasi alles, was ich so gemacht habe in meinem Leben, so festgehalten wie so ein Tagebuch hier auf meinem YouTube-Kanal. Und also wirklich, ich war ja am Anfang, war ich in der Grundschule, bin ich aufs Gymnasium gekommen, ich habe so viele verschiedene Sachen gemacht, verschiedene Videos gefilmt, verschiedene Freunde gehabt und ich habe quasi alles immer so geteilt vom Leben. So Leute, ich habe jetzt geduscht und habe mir jetzt einen Turban gemacht und meinen Bademantel übergeworfen. Und dann habe ich natürlich auch nicht nur YouTube gemacht, sondern auch Instagram und TikTok. Hashtag I love this, Hashtag oh mein Gott, Hashtag Natur. Und Snapchat, alles mögliche, was es quasi gab. Und das wollte ich auch schon immer machen. Also ich wusste schon früher, dass ich irgendwas machen will, wo irgendeine Kamera involviert ist. Das fand ich schon immer ganz toll. Und ja. Das Problem ist, wenn man das dann halt immer macht und man dann einmal sagt, dass es vielleicht etwas ist, was auch einem schwerfällt, dann verstehen die Leute das nicht. Und man wird einem gesagt, man wäre undankbar für die Sachen, die man hat. Und es ist überhaupt nicht so, dass ich undankbar bin oder irgendwas, aber ich bin ja auch so ein bisschen da quasi so reingekommen. Au, mit meinem Hinterkopf gegen die Wand geknallt. Also, als ich 7 war, hat sich das ja so entwickelt. Es war ja nicht so, dass ich jetzt dachte, oh, ich nehme jetzt mir hier irgendwas und dann mache ich das mal, sondern das hat sich ja auch aufgebaut. Weil ich will morgen noch baden. Ich glaube, wenn man das nicht selber macht, dann versteht man nicht, dass das auch nicht einfach ist. Also ich lese ganz oft Kommentare. Oh mein Gott, ich hätte gerne ein perfektes Leben wie du und oh mein Gott, das einfache Leben, das ist so einfach, das zu machen. Und ich wünschte, ich könnte später auch einfach eine Kamera aufstellen, da den ganzen Tag reinlabern und irgendwas erzählen. Ich muss mich auch ganz oft rechtfertigen dafür, dass ich das mache. Also zum Beispiel, wenn ich in der Schule gefragt werde, was ich denn später mal machen will, dann habe ich mir früher immer was ganz anderes ausgedacht. Ich habe immer gesagt, keine Ahnung, ich will Kieferorthopädin werden oder irgendwas. Damit ich quasi nicht den Leuten sagen muss, vor allem erwachsenen Personen, dass ich Influencerin bin oder dass ich schon einen Job habe und was machen möchte, was vielleicht nicht so bekannt ist, dass man das macht. Okay, alles klar. Und dann machen sich die Leute halt quasi auch immer so ein bisschen nicht lustig darüber, aber das wird immer so runtergespielt. Es wird gesagt, das ist kein richtiger Job. Natürlich kann man damit auch Geld verdienen und viel Geld verdienen und es ist vielleicht in anderen Jobs, wo Leute wirklich arbeiten gehen, zum Beispiel ein Arzt oder so. Ich finde, solche Berufe sollten natürlich mehr verdienen, als jetzt zum Beispiel eine Influencerin oder so. Aber es ist trotzdem Arbeit und man muss trotzdem immer was machen. Könnt ihr noch 24 Minuten. Und es ist halt auch immer so, hat diesen Druck, dass man irgendwas posten muss. Auch wenn ich so mit meinen Freunden draußen bin, dann habe ich immer so das Gefühl, dass ich eine Chance verpasse, was Schönes zu posten für Leute. Da musste ich mich schnell umziehen, weil da war die Zeit schon wieder so knapp. Ich habe immer in meinem Kopf, okay, was poste ich jetzt meine Story? Was poste ich auf meine Story? Wie kann ich das in meine Story posten? Und dann habe ich das Gefühl, dass ich am Ende vom Tag überhaupt nicht weiß, was ich gemacht habe, sondern ich gucke meine Story an, dann weiß ich wieder, oh, das und das habe ich gemacht. Aber ich habe das nicht quasi gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Also ich habe das nicht so wirklich im Moment quasi genießen können, weil ich dann halt davon Content gemacht habe. So. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es auch immer macht. Und man hat bei diesem Job quasi nie so eine Pause. Also man kann nie mal sagen, okay, heute ist halt Urlaub. Weil im Urlaub natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel Ferien hat, dann hat man natürlich mehr Zeit, mehr zu produzieren und muss dann auch mehr machen. Eine Woche Ferien, nur noch eine. Und dann hat man noch mehr Druck, dass man denkt, okay, jetzt bist du hier schon im Urlaub. Warum sollte ich jetzt davon nichts posten? Mein Koffer! Aber dann kommt man halt nie so sich entspannen. Das ist dann nicht wie bei so einem anderen Job, dass man ein Wochenende hat, wo man nichts machen muss, sich so hinsetzen kann und dann quasi
montags wieder zur Arbeit geht, sondern da muss man auch was posten. Weil ich habe heute was ganz Besonderes vor. Ich gehe nämlich auf eine Premiere von dem neuen Wendy, dem Kinofilm. Und auf diesem Social Media ist ja auch so, da gibt es so viel Konkurrenz, sag ich mal, und so viele Leute. Und dann denkt man, wenn ich jetzt nichts poste, dann poste für anderes was mehr. Die Algorithmen, auf TikTok die Algorithmen. Es ist eigentlich immer so, dass immer gesagt wird, oh, jeden Tag posten, sonst bist du hier weg vom Fenster. Und du musst jeden Tag ein Reel hochladen und Stories machen. Und ich habe halt auch immer alle Plattformen bedient. Und das ist halt irgendwann auch ein bisschen viel, weil wenn man dann quasi noch so ein eigenes Leben hat mit Schule, dann wird es alles ein bisschen schwer zu kombinieren, weil manchmal muss ich halt lernen für meine Arbeiten. Und dann überlege ich so, okay, aber wie kann ich denn trotzdem noch davon was posten? Habe ich einmal den Stress davon und den Stress von der Schule. Und man kann das halt auch irgendwie nie jemandem so richtig erklären. Also ich glaube, dass es viele Leute einfach nicht verstehen, dass es anstrengend ist, weil man denkt immer, ja, dann nimm doch die Kamera mit und film, was du gerade machst. Das ist lebensgefährlich! Aber das ist ja auch nicht immer besonders interessant, was man gerade macht. Man ist halt immer so dabei, wenn man gerade was macht, dass man dann darüber nachdenkt, wie man davon Content produzieren kann. Dann ist man nie so wirklich bei der Sache und hat so richtig eigentlich den Spaß, den man eigentlich hätte an dieser Sache. Okay, das war jetzt eine Enttäuschung. Viele Leute fragen mich dann auch immer, ja, wie ich das dann immer mache, dass ich immer so viel Content produziere oder dass mir immer Videos einfallen. Und meistens sagt man dann so, dass einem das leicht fällt, wenn man das schon immer gemacht hat. Aber eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, das stimmt eigentlich nicht, dass einem das leicht fällt. Man muss natürlich überlegen, was man postet. Und ich kann auch nicht einfach irgendwas hochladen. Also ich bin auch noch perfektionistisch dabei. Das tut man nicht als ein gutes Foto. Dass ich denke, okay, das muss schon schön aussehen. Das muss schon schön werden. Und ich kann jetzt hier nicht einfach irgendeinen Rotz hochladen und dann sagen, ja, guckt euch das mal an. Viele Leute schreiben dann auch so Kommentare, wo man sich denkt, okay, diese Leute haben absolut gar keine Ahnung von meinem Leben. Und wenn man so Hate-Kommentare bekommt, das bekommt ja jeder. Und die Frage, was mir denn die Hate-Kommentare machen, habe ich, glaube ich, schon 1.600.000 Mal in meinem Leben gestellt bekommen. Und das ist eigentlich so die Standardantwort, dass man immer sagt, ja, keine Ahnung, macht mir nichts, das prallt an mir ab, so, ne? Weil man sich auch einfach nicht so angreifbar machen möchte für diese Leute, für die Hater. Und meistens antworte ich dann auch einfach gar nicht auf diese Kommentare. Aber ich wünschte manchmal, dass ich so drauf antworten könnte und die Leute es dann verstehen würden. Weil die drehen wirklich manche Worte, die man gesagt hat, im Mund einfach um. Es macht einfach mega Spaß, das zu drehen. Oder die sagen dann Sachen über das Leben von mir, was überhaupt nicht stimmt. Wo ich dann denke, okay, jetzt muss ich das irgendwie erklären. Oder wenn ich es erklären könnte, dann würde die Person mich besser verstehen. Dann hat man ja auch immer noch, dass man was postet, da muss das quasi auch perfekt sein, was man macht. Weil sonst werden die Leute das kritisieren und einem wird gesagt, oh, du hast auch eine Vorbildfunktion und du musst aufpassen, was du postest, damit das halt nicht falsch rüberkommt. Aber so manchmal denkt man wirklich nicht drüber nach, wenn man was postet, dass Leute das dann so ganz falsch verstehen könnten. Was? Egal. Ihr habt bestimmt auch Sachen, die macht ihr zum ersten Mal und dann denkt sich, okay, nichts dabei und man kann ja Fehler machen, aber man darf quasi keine Fehler machen. Das finde ich immer so ein bisschen schade, dass man direkt so kritisiert wird, wenn man vielleicht mal was nicht perfekt gemacht hat oder dass die Leute immer was zu Mängeln haben. Und ich weiß nicht, ob die Leute denken, dass ich das nicht sehen würde. Die Leute reden aber über mich so, als wären die auf so einer externen Plattform, als wäre das nicht meine Kommentarspalte, die reinschreiben. Schreiben dann, oh, sie macht das und die ist aber so und so. Und dann denke ich mir manchmal so, ja, das ist meine Kommentarspalte. Und dann blockiere ich diese Leute auch manchmal einfach. Okay, dann bist du jetzt weg, weil es ist doch immer noch meine Plattform. Ich darf immer noch entscheiden, wer hier drauf ist und wer nicht eigentlich. Aber das wollte ich ja nochmal sagen, dass so man nicht einfach mal irgendwas machen kann, sondern immer überlegen muss, okay, ist das jetzt auch etwas, was Leute gut finden und bin ich jetzt mal eine Vorbildfunktion dabei? So, und ich sag mich direkt... Es ist schwer, immer eine Vorbildfunktion zu sein, weil wenn man einfach lebt und dann das auch noch filmt, was man macht und manchmal macht man ja Dinge, die man nicht 100% perfekt macht. Wir hatten heute leider Pech. Oder wo Fehler drin sind. Aber man kann eigentlich dann keine Fehler machen, sondern es wird dann direkt so aufgebauscht und ein halber Skandal draus gemacht. Und deshalb ist es einfach nicht immer einfach, alles zu posten auch. Zum Beispiel habe ich dann auch den ganz, ganz großen Druck, dass ich immer gute Noten schreiben muss. Also wirklich eine 2 ist für mich dann schon, wo ich denke, oh, das ist aber nicht gut. Ich weiß, ich bin sehr böse. Wenn ich einmal quasi so bekannt bin dafür, dass ich gute Noten habe und ich dann quasi eine schlechte Note schreiben würde, dann würden alle sagen, oh, die hat auch eine schlechte Note geschrieben, woran kann das denn liegen? Oh ja, die macht YouTube. Vielleicht sollte sie sich lieber mal ein bisschen auf ihre schulische Laufbahn konzentrieren, anstatt in ihre Kamera zu reden. Und ja, das musste ich mir auch schon anhören von Lehrern oder von Leuten. Und dann fühlt man sich natürlich sehr unter Druck gesetzt. Nee, Mama, ich muss jetzt erstmal Hausaufgaben machen.
Ich muss später essen. Und bei anderen Leuten, die eine 5 schreiben, da fragt natürlich keiner, woran es liegt, ne? Oder dann fragt keiner, warum die denn jetzt eine 5 hatten, obwohl sie sonst immer eine 1 hatten. Aber mir das wird halt gefragt. Ich habe einmal, das weiß ich noch, einen TikTok gepostet, da habe ich gesagt irgendwie, dass ich nicht gut wäre in Geschichte. Was auch stimmt, mir fällt Geschichte nicht leicht. Ich glaube, ich habe geschrieben so, wenn ich sehe, dass wir wieder doppelt schon eine Geschichte haben. Und dann war halt so irgendwie so ein trauriges TikTok oder so. Dann haben Leute geschrieben, ach so, aber sie hat ja eine 1 da drin. Oh, jetzt sagt sie so richtig pick me, sie kann keine Geschichte und hat eine 1 in dem Fach. Ja, okay, weil ich das lerne, aber es ist trotzdem nicht etwas, was mir leicht fällt. Und dann wird man schon kritisiert dafür, dass man gute Noten in einem Fach hat. Man kann es eigentlich keinen Leuten recht machen. Wenn ich mein Zeugnis poste Ach so. und das Zeugnis gut ist, sagen die Leute, oh, die Streberin, oh, so langweilig, ich habe nur Einsen. Wenn ich mein Zeugnis mal posten würde, wenn es schlecht ist, sagen alle, oh, das liegt jetzt am YouTube und oh, das ist aber nicht gut. Und Vorbildfunktion. Also es ist irgendwie alles, was man macht, kann falsch sein. Und deshalb war es, wo ich so versucht habe, dran zu arbeiten, die letzten Monate oder Wochen, dass ich halt mir nicht mehr so einen Druck mache, immer Einsen zu schreiben. Jetzt drückt man die Daumen für die Mathearbeit. Weil ich wirklich gemerkt habe, ich war so kurz vorm Burnout. Ich konnte nicht mehr und ich wollte einfach nicht mehr lernen, ich wollte nichts mehr machen. Einfach schrecklich. Ja, auch mit dem Mavilenda, das war auch das Problem, dass ich nicht jemanden so enttäuschen wollte, wenn ich dann nicht den Mavilenda poste. Weil immer vom Dezember fangen schon Leute im November an zu schreiben, oh mein Gott, poste Mavilenda, machst du Mavilenda, kommt dieses Jahr Mavilenda. Vorfreude ist die letzte Freude, wie dieses Sprichwort immer sagt. Und denkst du so, oh, okay, also ich kann jetzt auf gar keinen Fall sagen, dass ich kein Mavilenda mache, weil dann würde ich all diese Leute enttäuschen. Und natürlich freut mich das. Also es freut mich natürlich sehr, 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 dass Leute sich das gerne angucken, was ich mache. Und es macht mir auch Spaß, das zu machen so. Aber es ist natürlich anstrengend, vor allem, wenn man es jeden Tag machen muss. Man muss jeden Tag sich was einfallen lassen, was man posten kann. Also das ist nicht immer so einfach vielleicht, wie es aussieht. Das hat mir auch sehr viel Druck gemacht, immer dann jeden Tag was zu posten, obwohl ich halt noch lernen musste. Das war genau in meiner Klausurenphase. Dann kamen die Weihnachtsferien, wo ich direkt am Ende von den Weihnachtsferien arbeiten hatte. Dann konnte ich auch davon nicht mehr, weil ich lernen musste. Ja, das war einfach alles zu viel. Deshalb muss ich von irgendwas ein bisschen weniger machen und ich muss, glaube ich, auch so lernen, dass es okay ist, wenn man weniger macht. So Leute, ich habe keinen Plan. Weil mir das nicht so leicht fällt, weniger zu machen, als man quasi machen könnte. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass dieser Druck halt permanent da ist und dass die Leute, glaube ich, auch nicht verstehen, dass ich nicht immer posten kann. Also ich glaube, manche Leute hätten am liebsten, dass ich mir eine Kamera umhänge, 24 Stunden, die dann live filmt und dass ich dann alles davon hochlade, was ich mache. Aber ihr müsst auch mal überlegen, so wenn ich jetzt an Heiligabend bei der Familie bin, dann ist das ultra komisch, wenn ich da mal eine Kamera raushole und sage, so, bitte jetzt hier für meinen Vlog mal ein bisschen Stimmung machen und mal alles filmen. Manchmal dann bauen wir so das Essen auf oder so. Ich habe nämlich auch schon Heiligabend gefilmt. Und dann muss ich sagen, okay, stopp, wir können jetzt noch nicht essen, ich muss erst filmen. Oder warte, die Geschenke noch nicht auspacken, dann muss ich auch erst filmen und kann mich einmal kurz filmen beim Geschenke auspacken. Und dann ist man halt nicht so nur im Moment. Und das ist scheiße. ich glaube, manche Leute verstehen auch einfach nicht, dass manche Leute nicht gern gefilmt werden wollen. Max, sag mal hallo. Und das Letzte, was ich möchte, ist irgendwie ein filmen, der nicht gefilmt werden möchte oder der nicht auf YouTube sein möchte oder nicht in meiner Instagram-Story sein möchte. Deshalb bin ich auch mal so ein bisschen vorsichtig, weil ich nicht weiß, wie Leute darauf reagieren, wenn ich quasi sage, oh, ich mache hier Influencing und ich weiß nie, auch wenn ich neue Leute treffe, ob die mich dann kennen oder nicht und ob das für die okay ist, ob die das gut finden. Ganz viele fragen auch immer, wenn ich meinen Freunden was mache, warum ich davon nichts filme oder warum ich nicht einmal eine Freundin mal zeige oder bei der Schule filme oder so. Aber manche Leute möchten das ja auch einfach nicht. Generell mit Freunden ist es immer so ein bisschen schwierig, weil das auch noch so ein anderes Thema, also wenn man dieses so YouTube macht und quasi so bekannt ist in dem Sinne, dann weiß man nie so wirklich, ob die Leute jetzt Absichten haben, mit einem befreundet zu sein, weil sie quasi so ein bisschen Fame abhaben wollen und ob sie einen nur ausnutzen oder ob diese Leute wirklich mit einem befreundet sein wollen. Und ich bin immer generell erstmal nett zu Leuten. Also ich beurteile Leute nicht, bevor ich sie kenne. Yay! Aber ich habe immer Angst, dass wenn ich dann Leute so besser kennenlerne, dass ich dann irgendwann rausfinde, oh, die wollten aber nur mit mir was zu tun haben, weil ich YouTube mache. Ich hasse das, ja. Und mich das dann quasi verletzt. Oder ich denke auch manchmal so, wenn ich nicht YouTube machen würde, habe ich manchmal so die Idee im Kopf, ob dann
wenn überhaupt Leute mit mir befreundet wären. Und früher in der Schule, in meiner alten Schule, hatte ich auch nicht besonders viele Freunde, die das besonders gut fanden, dass ich YouTube gemacht habe. Und da kommen auch natürlich blöde Kommentare. Und dann fühlt man sich so ein bisschen quasi, als wenn man nicht so normal ist wie alle anderen. Das ist halt ein bisschen blöd. Und ich glaube, Leute sehen einen nicht so als normal an, so als normale Person, wie man halt quasi selber ist. Aber ich bin ja eine normale Person. Also ich bin genauso eine normale Person wie ihr. Wie jeder andere Mensch, den ich kenne. Ja, es ist nicht mal ganz einfach für mich so zu sehen, was Leute für Absichten haben und ob Leute gut finden, dass ich YouTube mache. Mir wurde auch schon gesagt, das weiß ich noch, dass ich ja alles immer filmen würde, was ich mache und alles, was ich mache, nur für Content ausnutze. Und ich freue mich jetzt schon voll auf Skifahren. Ich hoffe, ich falle nicht hin. Und nur auf Partys gehe, damit ich davon Videos filmen kann. Und dann dachte ich mir auch so, hä? Denken Leute wirklich, dass ich Dinge mache, nur um die zu filmen? Also, Ich im Kopf habe gerade meinen Schal irgendwo liegen lassen. ich glaube, manche Leute verstehen das nicht so ganz, dass man das quasi filmen muss, was man macht, damit man was hat zum Posten, aber quasi in dem Sinne das nicht deswegen macht. Also man hat einfach den Druck, es zu posten. Das ist noch so was anderes. Es wird gleich dunkel draußen, Leute. Ich hoffe, das Licht geht noch, aber die Sonne geht gleich unter. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie so ein bisschen verständlich, diese Sichtweise von mir, wie ich das erklärt habe, weil ich habe manchmal das Bedürfnis, einfach so alles zu erklären, was ich mache, damit Leute das auch verstehen können. Und ich denke manchmal so Leute, die mir so Hate-Kommentare schreiben oder so. Ich denke, wenn die mich wirklich kennen würden und ich die vielleicht irgendwie anders getroffen hätte, als dass sie einen TikTok von mir auf ihrer Viewpage haben, dann hätte ich auch mit denen befreundet sein können. Das denke ich manchmal so. Und ich würde gerne manchmal Leuten so erklären, dass das totale Kacke ist, die da über mich reden. Ja, und das ist ziemlich blöd. Und ich hätte mich jetzt auch hinsetzen können, ein normales Video machen können und Kamera anknipsen und so mein Lächeln einknipsen. Aber das fühlt sich halt irgendwie falsch an, weil ich wollte nie so fake Sachen hochladen, fake Sachen machen, weil ich wollte, dass es mir Spaß macht. Und solange man irgendwas faken muss, macht es keinen Spaß. Und ich mag es auch nicht, vor der Kamera zu weinen oder so. Das finde ich auch mal ganz schlimm. Weil ich denke mal, so schlimm kann es ja nicht sein, wenn man noch die Kamera dafür anmachen kann, wenn man dann weint. Und ich mag es nicht so, eine negative Stimmung zu verbreiten, sondern ich mag es so, Leute beim Content, den ich mache, quasi happy zu machen. Und ich hoffe, dass, wenn sie das sehen, quasi so ein bisschen vom Problem eher abgelenkt werden, als dass ich ihnen nur noch meine Probleme quasi auftische. Aber ich dachte, vielleicht hilft es euch auch zu sehen, dass ich auch Probleme habe und dass nicht immer alles so easy ist, weil irgendwie tut es mir auch leid, wenn Leute schreiben, oh, sie hat so ein perfektes Leben und ich weiß, dass es nicht perfekt ist und ich möchte nicht, dass jemand denkt, dass ihr Leben perfekt sein muss, weil meins so aussieht. Ach so, und das wollte ich noch erzählen. Ja, ich hatte jetzt auch wirklich einfach so ein bisschen Mental Breakdown die letzten Tage, weil ich so alles mich irgendwie so ein bisschen, was alles anstrengend war, was ich gemacht habe und ich keine Kraft hatte, noch so ein normales Video quasi zu filmen und so ein bisschen Pause brauchte und versucht habe, ein bisschen weniger zu machen und deshalb einfach mal so richtig ehrlich zu sagen, wie es halt quasi ist. Und die fragt ja auch immer Leute, wie ist es so als YouTuber? Und es ist schon schwerer, als man denkt. Ich möchte auch überhaupt nicht sagen, dass ich das anstrengendste Leben der Welt habe. Aber das sind halt nur meine Probleme. Und ich finde es immer richtig schwierig, wenn Leute so Probleme von anderen Leuten runtermachen. Man muss dieses Leben leben, um zu verstehen, wie es ist. Und deshalb möchte ich die Leute eigentlich nicht so verurteilen, wenn sie denken, dass sie wüssten, wie mein Leben wäre oder wie das ist, alles zu filmen. Und ja. Aber vielleicht versteht ihr es ja einfach so ein bisschen besser. Und ich möchte auch auf gar keinen Fall sagen, mit diesem Video wollte ich nochmal sagen, dass ich das nicht gerne mache oder dass ich undankbar bin, dass ich diese tollen Chancen habe, was zu posten, das quasi zu meinem Job zu machen. Ja, okay. Macht riesigen Spaß. Es macht auch Spaß. Also es ist eine Sache, die Spaß macht, aber es ist manchmal anstrengend, das aufrecht zu erhalten, dass es auch Spaß macht. Und das wollte ich einfach mal so ein bisschen erzählen hier in dem Video. Ich hoffe, ihr seid nicht traurig darüber. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall schon mal, wenn ich nächstes Jahr bei der Schule fertig bin und diesen Druck schon mal weg habe, von noch Klassenarbeiten schreiben und alles so parallel zu managen. Ich hab's. Jetzt habe ich es endlich. Und ich habe auch schon ehrlich gesagt überlegt, nach der 10. Klasse abzugehen und nur meinen Realschulabschluss zu machen. Aber zum Glück haben mich dann nette Menschen, die nicht meine Lehrer waren, davon überzeugt, weiterzumachen und nicht aufzugeben, weil man quasi so kurz vor der Ziellinie ist. Komm, Digga, lass gehen. Und es ist einfach gut, dass man diese Absicherung hat, quasi vom Abitur und vom Schulabschluss. Und das habe ich halt auch eingesehen sozusagen. Und ich glaube, ich hätte es irgendwann bereut. Deshalb freue ich mich sehr, dass Leute mir gesagt haben, dass ich weitermachen soll. So, das muss jetzt einfach gehen. Und ja, zu meiner Schulzeit kommt aber auch noch ein Video, wenn ich fertig bin mit der Schule. Da könnt ihr euch schon drauf freuen, weil da habe ich sehr viel zu erzählen. Und ich glaube, sehr viele Sachen, wo ihr denkt, oh Gott, was ist das denn? Deshalb... Oh, was ist das für eine Scheiße hier? Mann, hier, komm schon.
werde ich das auf jeden Fall machen, wenn ich fertig bin mit der Schule. Das war so schrecklich. Licht musste angemacht werden. Ich bin mal gespannt, ob ihr das so verstehen könnt, wenn ich so Folgendes sage, dass ich schon ganz, ganz oft überlegt habe, aufzuhören und ich dann ja quasi aufhören würde mit etwas, was ich gerne mache, aber es dann trotzdem aufhöre und ich dann denke, ob es mir dann quasi besser so gehen würde damit und wie mein Leben dann wäre. Und ich denke manchmal, wenn ich nur einen Tag hätte, wo ich so mal was machen könnte, wo ich einfach aufstehen könnte und den ganzen Tag nur das mache, was mir Spaß macht und den ganzen Tag alles machen kann, ohne dass es bewertet wird, ohne dass irgendwer was darüber sagt, ohne dass irgendwer dazu einen Kommentar abgibt. Und dann stelle ich mir vor, wie anders das wäre. Und dann denken Leute, ja, dann mach das doch einfach mal. Mach doch mal einfach eine Woche nichts. Aber allein schon Leuten zu sagen, so dass ich das quasi aufhöre, um zu gucken, wie das wäre, fände ich total blöd, weil dann denken die Leute, glaube ich, direkt, dass es eigentlich Spaß macht oder dass man das nicht machen wollen würde, was man macht. Und ich möchte auch nicht, dass jemand sich meine Videos anguckt und denkt, oh, da ist wieder die da nicht gar keinen Bock drauf hat, weil das stimmt nicht. Aber ich glaube, das kann halt sehr schnell ganz anders rüberkommen. Und ich hoffe einfach, dass ihr das irgendwie verstehen könnt und nachvollziehen könnt. Ich hatte auch mal einen Pickel auf der Nase, der ist auch nie weggegangen. Und ich habe ja auch manchmal schon so Pausen gemacht. Und dann hatte ich trotzdem noch in meinem Kopf, okay, das hätte ich jetzt schon posten können. Und man kann halt nie so wirklich abschalten. Und ich denke halt manchmal, wie es ist, so quasi ganz normal zu sein und dann ganz normal was zu machen mit Freunden, mit der Familie und dann einfach nichts davon posten zu müssen. Und ich kann mir das einfach gar nicht richtig vorstellen, wie das sein muss. Weil ich denke auch manchmal so, wenn ich mit meinen Freunden was mache, denke ich so, oh, die müssen davon ja jetzt gar nichts posten. Das muss ja echt komisch sein. Und ich denke manchmal so, dass ich quasi nur mein Leben lebe, damit ich es posten kann. Und dann habe ich auch Angst, wenn ich es aufhören würde, dass ich dann quasi gar keinen Sinn mehr hätte, mein Leben quasi so zu leben und irgendwas Schönes zu machen. Und ich glaube, dass andere Leute das einfach für sich machen. Und ich glaube, dass ich trotzdem halt so ein bisschen so lernen muss, Sachen für mich zu machen. Und das ist, glaube ich, etwas, was ein bisschen schwer ist. Aber ich glaube, ich könnte es auch nicht aufhören, weil natürlich macht es mir Spaß. Und ich finde diese Möglichkeit, das zu machen, auch echt toll. Ich bin gerade so froh. Und ihr seid ja auch irgendwie meine Freunde oder Familie. Und ich denke mir manchmal auch, dass wenn ich euch nicht hätte, dass ich dann einfach so viele Leute, die Teil von meinem Leben sind, verlieren würde. Und natürlich mag ich das auch. Ich liebe eure Nachrichten, ich liebe eure Edits und ich finde das alles so schön. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das wäre, das nicht mehr zu haben. Und ich höre ja nicht auf mit YouTube. Aber ich wollte mal einfach so ein bisschen so Input geben, dass man es vielleicht besser verstehen kann. Und ihr müsst mir nur versprechen, dass ihr jetzt nicht meine Videos anguckt und denkt, dass ich da keine Lust drauf habe. Weil das war auf jeden Fall nicht meine Intention, dass ihr das denkt. Es natürlich Spaß macht, aber es nicht immer so ganz einfach ist. Und man muss auch bedenken, dass YouTube sich sehr, sehr verändert hat. Also die Sachen, die man früher hochladen konnte und die sich Leute angeschaut haben oder die quasi so Aufrufe gegeben haben, die kann man jetzt gar nicht mehr so machen. Ja, Mann! Und es ist echt schwer, was zu finden auf YouTube, das noch jeder sehen möchte. Und ich habe auch letztens so ein Video gesehen von mir früher, hat jemand gepostet auf TikTok und da hat jemand so, oder ganz viele haben kommentiert, dass sie mich so vermissen, wie ich früher war und dass ich mich auch so verändert habe. Aber ich glaube, dass sich jeder Mensch verändert und das natürlich immer ein bisschen so schwer ist für einen, wenn einem gesagt wird, dass man früher besser war. Oder wenn man sieht, dass sich früher ganz, ganz viele Leute dafür interessiert haben, dass ich 24 Stunden im Karton war oder 24 Stunden, was habe ich noch gemacht, auf dem Dachboden war. Und dann denke ich so, ja, aber ich kann mich ja jetzt nicht 24 Stunden in den Karton setzen mehr oder solche Videos machen oder mit meiner Meerjungfrauenflosse rumschwimmen, weil das halt quasi auch nichts mehr ist, so für mich in meinem Alter. Und ich glaube, man verändert sich ja über so eine lange Zeit, wie gesagt 10 Jahre sehr. Und dann ist es schwer für andere Leute, die nicht das Leben leben, zu sehen, glaube ich auch, dass man sich verändert. Und die merken gar nicht, dass sie sich auch verändert haben. Und dann denken die, warum bleibt diese Person nicht einfach so, wie ich sie toll finde? Und ich glaube, jeder findet mich irgendwie so anders toll. Und ich kann es halt nicht einfach jedem recht machen. Und ich habe mich halt auch verändert und deshalb finde ich es auch so ein bisschen schade, wenn Leute sagen, dass sie mich früher viel besser fanden, weil ich kann nicht so sein wie früher, wie ich 7 war, wo ich ganz andere Interessen hatte und noch andere Sachen machen konnte. Da ist man natürlich auch viel kindlicher und ich glaube, das verstehen viele nicht, dass ich mich quasi auch so verändert habe und dass ich deshalb nicht mehr 7 bin. Leider. Aber einer Sache könnt ihr auf jeden Fall sehr, sehr sicher sein, die sich nie verändern wird und das ist, dass ich immer ehrliche Videos hochlade und immer sehr ehrlich bin und quasi nichts
Fakes mache und ich mag das nicht. Ich sehe ganz genau, wenn irgendwelche anderen Influencer so fake Sachen sich ausdenken, dass sie nur für Fame hochladen oder damit sie mehr Aufmerksamkeit bekommen. Das macht mich irgendwie ein bisschen sauer, weil ich das nicht mag, wenn man so quasi Leute, die einen zuschauen, quasi so verarscht damit. Und das werde ich nie machen und ich werde immer die Sachen hochladen, die ich auch wirklich mache. Sonst verdirbt es einem ja den Spaß. Ich glaube, dass mich Leute auch, so die schon länger dabei sind, auch mittlerweile gut kennen. Und ja, ich hoffe einfach, dass ihr auch wisst, wie dankbar ich bin für euch, für jeden, den ich habe, für jeden, der schon 10 Jahre dabei ist. Cool. Der erst seit diesem Video heute dabei ist, bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Und ich hoffe einfach, dass euch so ein Sit-Down-Video auch gefallen hat, wo ich einfach mal so ein bisschen mit euch rede. Ich habe jetzt auch nicht so viel drüber nachgedacht, was ich rede. Ich hoffe, dass es alles Sinn für euch macht und dass ihr das irgendwie verstehen, nachvollziehen könnt. Ich konnte mich heute einfach nicht hinsetzen und ein normales Video filmen, weil es hat sich irgendwie falsch angefühlt und ich wollte einfach mal auch so sagen, wie es einfach so ist und es hört sich jetzt irgendwie ein bisschen komisch an, wieder meinen Satz zu sagen, lasst gerne einen dicken Daumen nach oben da und abonniert circa meinen Kanal, aber ich freue mich natürlich immer darüber, weil wenn man diesen Spruch sagt, lasst gerne einen dicken Daumen nach oben da, ich glaube, die Leute denken, das sagt ja jeder am Ende, aber ich freue mich wirklich darüber, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, weil das ist halt quasi auch so ein bisschen Feedback, was man da bekommt. Dann hoffe ich, dass euch gefallen. Dann würden wir natürlich über einen dicken Daumen nach oben freuen. Und ich freue mich immer, wenn ich sehe, dass Leuten die Sachen gefallen, die ich mache. Und ja, vielleicht schaffen wir ja den wirklich großen, riesigen nächsten Meilenstein, 1 Million Follower auf YouTube. Aber dafür müsst ihr auch wirklich einfach auf den roten Abonnieren-Button drücken und abonnieren. Mir wird so auf die Frage gestellt, ob ich denke, dass ich jemals bis zu 1 Million komme. Und ich habe sonst immer gesagt, keine Ahnung, das ist noch so weit weg. Aber jetzt ist es eigentlich gar nicht mehr so weit weg und das ist total crazy. Und das wäre wirklich, wirklich eine sehr verrückte Sache, 1 Million. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie viele Leute das sein müssen. Falls ihr Lust habt zu abonnieren, würde ich mich sehr freuen. Und falls ihr jetzt noch ein anderes Video von mir gucken wollt, ein bisschen anderer Vibe, andere Stimmung, dann klickt hier drauf. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao, Leute.